Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2025 mit. Und zwar geht es diesmal um Developer Friendliness. Tja, was kann man darunter wohl verstehen? Ich habe dazu mit Lars Ludmann gesprochen und wir haben mal geschaut, was es eigentlich heißt, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen und vielleicht auch mal passende Testschnittstellen, einen guten Testdatengenerator, sodass man auch intern schön arbeiten kann. Und was das für Effekte auf die Arbeitswelt hat und auf Teams, das haben wir in der Folge besprochen. Jetzt viel Spaß damit! Hallo Lars, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich total, weil du hast ein spannendes Thema mitgebracht. Wir sind ja hier am German Testing Day. Eigentlich sollten hier die Teilnehmer schon im nächsten Track sein, aber ich glaube, die haben sich alle verquatscht hier gerade. Aber das soll uns mal nicht weiter stören. Und bei dir habe ich was ganz Nettes gesehen im Programm. Da stand Developer Friendliness drinnen. Und dann habe ich gedacht, das ist doch schön. Lass uns mal lieb zu den Entwicklern sein. Aber ja, was meinst du denn damit eigentlich? Ja, Developer Friendliness, das sind im Prinzip Maßnahmen, die im weitesten Sinne am Ende nicht ins Produktivsystem kommen. Also die dienen wirklich nur dazu, oder nicht immer, aber in den allermeisten Fällen einfach nur dazu, den Entwicklern oder TesterInnen oder anderen Projektbeteiligten den Projektalltag angenehmer zu machen. Und das sind dann meistens solche Dinge wie Unterstützung oder Automatisierung von repetitiven Aufgaben und solche Dinge. Und diese Dinge haben jetzt, und das vergleiche ich dann immer ganz gerne mit User-Friendliness. Also User-Friendliness, da denke ich jetzt an sowas wie einfach bedienbare UIs, Barrierefreiheit, schnelle Antwortzeiten, wenn man vielleicht eine Website hat oder sowas. Und bei User-Friendliness, da denkt man normalerweise oder kann man normalerweise relativ einfach rechtfertigen, dass das wichtig für das Endprodukt ist, zumindest dann, wenn man viele NutzerInnen hat. Ja. Und das Problem an Developer-Friendliness ist jetzt, das kann man am Ende nicht mehr ganz so einfach argumentieren, weil es eben am Ende nicht ins Produktivsystem kommt und deswegen häufig die Aussage kommt, ja, brauchen wir das jetzt wirklich? Wir haben doch jetzt eigentlich erstmal dieses Feature hier oder wir haben gerade nicht so viel Geld übrig oder wir haben nicht so viel Zeit übrig oder irgendeine Variation dieser ganzen Argumente, die man kennt. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, diese Argumente haben natürlich in der Realität häufig eine Begründung. Also das stimmt schon, dass man diese Einschränkung hat. Also wir würden gerne alle in einer idealen Welt leben, wo wir ja Dinge so lange entwickeln können, bis sie perfekt sind, bis wir schönen Code haben, bis wir super Testabdeckung haben, bis alles einfach perfekt ist. Da sind wir aber in der Realität nicht und deswegen hat diese Aussage, dass andere Dinge wichtiger sind, durchaus Berechtigung, aber eben nicht immer. Und das ist so der Punkt, für den ich so ein bisschen kämpfe. Denn wenn man diese Maßnahmen für Developer-Friendliness ablehnt oder erstmal nach hinten schiebt, dann gibt es so, denke ich, zwei Dinge, die man da häufig vergisst. Das eine ist, ja, die Maßnahmen kosten erstmal Zeit. Also ich habe jetzt in der Vergangenheit in Projekten alles zwischen einem Aufwand von vielleicht einem halben Tag bis 2-3 Wochen erlebt. Und die muss man halt auch erstmal haben. Ja. So, aber wenn man diese Maßnahmen dann umsetzt und die am Ende tatsächlich auch den Nutzen haben, den man denkt, dann spart man langfristig Zeit. Und das ist eben der eine ganz wichtige Punkt meiner Meinung nach. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist, selbst wenn man vielleicht nicht immer die Kosten oder den Nutzen komplett wieder reinholt oder gerade so auf plus minus null kommt, diejenigen, die es am Ende nutzen, die freuen sich drüber. Denn wenn man jetzt sowas hat wie, ich sag mal zum Beispiel ein Reset einer Umgebung, der vielleicht mehr ist als nur, ich lösche mal eben die Datenbank. Wenn man da einfach nur einen Knopfdruck machen muss, statt 10 Minuten alle 2 Tage irgendwelche repetitiven Tasks auszuführen, dann freut man sich einfach. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, also bevor wir da vielleicht reinsteigen, auch was es da für Sachen gibt. Ich höre schon ganz viele Manager sagen, ja, was habe ich denn davon? Was sind denn die Vorteile, wenn ich jetzt zu meinen Developern, zu meinem Team nett bin oder sowas? Wie kannst du mir das nochmal so argumentativ um die Ohren schmeißen, dass ich sage, okay, kaufe ich? Also wenn das jetzt jemand auf der Managementbasis ist, da würde ich, glaube ich, einfach immer mit dem Zeitfaktor argumentieren. Also einfach, dass man, wenn man zwar kurzfristig ein bisschen Zeit aufwendet, aber langfristig eben Zeit spart, dann hat man mehr Zeit für andere Dinge. Und ich glaube,
mit Management hatte ich jetzt noch nicht so viel Kontakt in letzter Zeit, aber zumindest Projektleitung immer viel. Und Richtung Projektleitung kann man das, denke ich, immer schon gut argumentieren, wenn man diese Maßnahme eben frühzeitig vorschlägt und die Zeit dafür einplant, dann spart man eben langfristig Zeit und das kann sehr viel Zeit sein, je nach Maßnahmen. Ja. Okay, gut, jetzt hast du mich überzeugt. Was müssen wir jetzt machen? Ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ich so die letzten Jahre erlebt habe. Und ich fange vielleicht mal mit meinem Lieblingsbeispiel an. Und dazu muss ich vielleicht mal das dazugehörige Projekt erklären. Und zwar, was wir in dem Projekt gemacht haben oder worum es in dem Projekt ging, war ein Leasing-System in der Automobilbranche. Und dieses Leasing-System sollte quasi von Grund auf fast komplett neu entwickelt werden. Und das Ganze passierte über so ungefähr ein Dutzend Microservices oder vielleicht auch ein bisschen größere Microservices, die ja nicht mehr ganz so micro waren, aber gutes Dutzend Services. Und von diesen guten Dutzend Services hatten wir in unserem Teilprojekt 2 Stück. Das eine war ein Service zur Vertragsverwaltung. Also da wurden dann vor allem Kundinnendaten gespeichert. Und das andere war ein System zur Fahrzeugverwaltung. Da wurden dann eben Fahrzeugdaten gespeichert. Und dadurch, dass das relativ zentrale Datensätze waren, saßen wir auch recht mittig in diesen ganzen Businessprozessen drin und hatten relativ viele Kommunikationspartner. Und das war, also ich will jetzt nicht sagen, die interne Systemkomplexität war trivial, aber die ganze Kommunikation und die Einbindung in diese ganzen Businessprozesse, das war in der Hinsicht schon die Hauptkomplexität in diesem Projekt. Und das Problem oder die Herausforderung, die wir jetzt erstmal hatten, war, dass ein Großteil der Kommunikation über Apache Kafka stattfand. Und vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, ganz kurz, das kann man sich, zumindest jetzt für das Beispiel, was ich jetzt noch vorstellen will, kann man sich das als Message Queue vorstellen. In der Realität ist das schon noch ein gutes Stück mehr als eine Message Queue, aber hierfür reicht jetzt erstmal, wenn man sich eine Message Queue denkt. Und dadurch, dass wir eben so viel mit Kommunikation zu tun hatten, konnten wir unser Service im Prinzip nur testen, indem wir Nachrichten reingeben. Also intern in dem Service, es gab eine UI, da konnte man ein bisschen was machen, aber das Allermeiste wurde eben durch Kommunikation getriggert. Und das Problem ist jetzt aber, Kafka kommuniziert über sogenannte Topics. Also dann hat man so ein Kafka-Topic und da schreibt man die Daten rein und dann liest ein Kafka-Consumer die Daten daraus. Und wenn man jetzt aber manuell testen will, ist es nicht ganz so einfach, Daten in dieses Kafka-Topic reinzubekommen. Also es geht, aber es ist nicht so angenehm. So, und was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben im Prinzip pro Kafka-Consumer, den wir hatten, eine zusätzliche REST-Schnittstelle implementiert, die rein nur für manuelles Testen da war. Und zwar haben wir REST gewählt, weil es für REST einfach für manuelles Testen super Tooling gab, sowas wie, damals war es Postman, heutzutage würden wir wahrscheinlich Bruno benutzen. Und bestimmt gibt es auch noch mehrere Tools, aber das sind eben Tools, die sind gut abgehangen, gut benutzbar. REST kann im Prinzip jeder, damals in dem Projekt, in dem wir waren, kannte sich jeder mit Postman aus, also es gab auch keine Einstiegshürde dafür. Und dann haben wir es eben so angebunden, dass im Service die Daten von der REST-Schnittstelle entgegengenommen wurden und dann ab dem Zeitpunkt ganz genauso verarbeitet wurden, wie als wären sie aus dem Kafka-Consumer gekommen. Also das System hat intern, war es nicht unterscheidbar, wo die Daten herkamen. Und was wir dann eben gewonnen haben, ist, dass wir manuell einfacher testen konnten, indem wir zum Beispiel Postman genutzt haben. Und das ist jetzt bei jeder einzelnen Nutzung ist der Zusatznutzen ist nicht so groß, aber er ist da und die Umsetzung ging auch relativ schnell. Also wir haben, ich glaube, für die erste REST-Schnittstelle hat sich mal ein Kollege so einen guten Tag Zeit genommen, um das auch richtig ordentlich umzusetzen. Und alle weiteren waren dann Schema F. Das war dann vielleicht noch eine halbe Stunde pro Schnittstelle. Das ging dann ganz einfach. Genau, und damit haben wir, dadurch, dass wir es schon fast zu Projektbeginn umgesetzt haben, also noch deutlich vor Go Live, haben wir eine Menge Zeit gespart. Und das ist jetzt auch noch für mich immer ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich zu Developer-Friendliness argumentiere. Das war unser einziger Punkt, mit dem wir das schon verargumentiert haben. Und jetzt hätte es natürlich sein können, dass jemand sagt, okay, ja, ich sehe, dass euch das bringt, aber ich sehe nicht, dass der Nutzen groß genug ist. Und da habe ich in der Vergangenheit mehrfach gelernt, dass es hilft, also diese Argumentation kam in diesem Projekt nicht, aber es kann helfen, dann nochmal zu überlegen,
Moment mal, gibt es nicht vielleicht noch weitere Use Cases? Und tatsächlich gab es noch etliche weitere Use Cases alleine in diesem Projekt. Also es ging dann damit los, vielleicht noch ein recht offensichtlicher Use Case. Wir hatten am Projektanfang nicht vor, End-to-End-Tests zu schreiben. Im Rahmen des Projekts haben wir gemerkt, ja doch, das bräuchten wir schon, die wollen wir eigentlich haben. So, und diese ganzen End-to-End-Test-Tools, die können super mit REST umgehen. Das heißt, man muss nichts zusätzlich machen, sondern kann einfach direkt die Schnittstellen benutzen und man freut sich total bei der End-to-End-Umsetzung und muss sich nicht überlegen, wie man in diese Kafka-Topics reinkommt. Dann der nächste Punkt war, im Laufe des Projekts hat sich herausgestellt, dass unsere Business-Analystin die teaminternen Abnahmetests macht. Und das Ganze ist auf einer deployten Umgebung passiert. Also hatten wir bei uns Integrationsumgebung genannt. Und da war es eben so, da hatten wir, selbst wenn wir manuell hätten die Kafka-Nachrichten schreiben wollen, hätten wir das da nicht gekonnt, weil wir gar keinen Schreibzugriff auf diese Kafka-Topics hatten in dem Fall. Was man natürlich hätte machen können, ist, man hätte in die Nachbarsysteme reingehen können, in die UIs reingehen können und sich da komplett durchklicken können. Die haben auch recht früh schon okay funktioniert, die Nachbarsysteme. Aber bis der Prozess dann mal bei uns ankommt, dann hat man, wenn man schnell war, hat man 10 Minuten gebraucht. Also da war der Gewinn schon enorm. Also die Business Analystin hat sich da auch richtig gefreut. Ja, ja. Und das ist eigentlich mein Lieblingsnutzen, da hat wirklich gar keiner mehr dran gedacht. Ab einem gewissen Zeitpunkt im Projekt war es so, dass wir mit allen Teilprojekten gemeinsame Telefonkonferenzen hatten, wo dann so 1 bis 2 Vertreter je System da war. Und Sinn und Zweck war, dass wir dann einfach die Businessprozesse mal als Ganzes durch alle Systeme durchtesten, um dann bei Go Live sicher gehen zu können, dass es auch wirklich funktioniert. Ja. Und da war es dann am Anfang so, dass wir stehen eben nicht ganz am Anfang vom Prozess, sondern noch 1, 2 Schritte später. Und zumindest am Anfang war es so, dass es ein paar Mal passiert ist, dass in den Systemen, die vor uns standen, der Prozess schon zum Stopp gekommen ist, weil es einen Fehler gab. Und das ist jetzt überhaupt kein Blame an die Kollegen aus den Projekten. Das passiert halt. Dafür sind diese Termine da. Ja, genau. Ich glaube, das haben wir auch alle schon mal erlebt. So, und da konnten wir jetzt aber dann hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier realitätsnahe, sag mal, Messages, so wie sie ungefähr aussehen würden. Und die können wir dann einfach bei uns einspielen und dann ab unserem System quasi den Prozess fortsetzen. Das heißt also, wir haben quasi für uns und alle Nachfolgesysteme so 2, 3, 4 Wochen rausgeholt, in denen wir früher anfangen konnten zu testen. Und das war dann schon, wenn man überlegt, dass man da so einen Multiplikator von 30 Personen in so einem Termin hat, rentiert sich sowas schon sehr schnell. Ja. Also es ist total spannend, weil das ist natürlich schon, adressierst ja da auch, sagen wir so, typische Nervaufgaben, ne? Also die ja sonst einfach total unangenehm wären und wo man sich oft abfindet damit, dass sie einfach so sind. Aber sowas zu heilen, also das merke ich jetzt auch aus deinen Beispielen, das bringt ja total viel, weil man einfach einen viel besseren Arbeitsfluss auch schafft. Ja, ja, genau. Hast du denn da noch andere Beispiele, wo du also für Entwickler, Tester oder sonst was? Oder? Im gleichen Projekt habe ich tatsächlich auch noch ein weiteres Beispiel. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, dass die meiste Kommunikation fand über Kafka statt, aber nicht alles. Manche, nicht viele, aber manche Aufrufe fanden auch über REST statt. Zum Beispiel hatten wir da ein Nachbarsystem. Da hatten wir, also es gibt bei Fahrzeugen gibt es etwas, das nennt sich Vehicle Identification Number. Das ist eine global eindeutige Nummer für jedes Fahrzeug. Und aus dieser Nummer kann man tatsächlich herauslesen, von welchem Hersteller das Fahrzeug kommt. Und in dieser Service hat eine REST-Schnittstelle angeboten, mit dem man eben so eine Vehicle Identification Number reingeben konnte. Und dann hat man Informationen über das Fahrzeug bekommen, wie zum Beispiel den Hersteller. So, und wenn man lokal entwickelt hat, dann hatte man auch durchaus Zugriff auf diesen Service. Aber wie das halt so ist mit Integrationsumgebungen, der Service ist halt nicht immer da. Und auch da wieder kein Blame an die Kollegen. Die Integrationsumgebung ist genau dafür da, dass man auch mal Dinge deployen kann und ausprobieren kann. Wenn man aber lokal entwickeln will und einen Prozess durchtesten will und in dem Prozess dann an die Stelle kommt, dass man diesen REST-Aufruf braucht und der nicht da ist, dann steht man halt doof da. Und was wir dann stattdessen oder als Lösung überlegt haben, ist, dass wir quasi in unserem eigenen Service eine Mock-Schnittstelle implementiert haben als REST-Schnittstelle. Und wir haben so ein bisschen grob das andere System nachgeahmt. Also da war natürlich keine echte Logik drin, aber da war so ein bisschen Zufall drin, dass das so aussah, als käme da was einigermaßen okay ist zurück. Und das hilft natürlich nicht für große Integrationstests, aber es hilft, wenn man mal eben lokal was durchtesten will.
Und das haben wir tatsächlich auch für unsere End-to-End-Tests benutzt, damit ein Fremdservice eben nicht dafür sorgen kann, dass unsere End-to-End-Tests fehlschlagen, falls er mal nicht da ist. Ja, klasse. Also ist ja auch da wieder einen Mehrwert geschaffen, einfach auch für die Arbeit. Ne? Genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, also wenn ich so mitdenke, auch was man ganz viel im Entwicklungsprozess auch hat. Ne? Ich denke da an Kunden, wo dieses Testdatenthema immer so ein Krampf ist. Ne? Wenn man irgendwie Testdaten vorbereitet oder Umgebungen aufbaut, abräumt oder sonst irgendwas, was immer dann so, irgendwer muss es dann machen, ne? Anstatt dass man sich vielleicht einmal hinsetzt und das irgendwie besser skriptet oder irgendwie einen Service schafft dafür, mit dem man dann das quasi dann irgendwie besser bedienen kann oder einfacher oder mit standardisierteren Tools, so wie du sagst, die REST-API, das ist etwas, das kann jeder aus dem Ärmel schütteln. Da gibt es tausende Tools, die das können, ne? Als jetzt irgendwelche Config-Files zu befüllen. Ja, sehr spannend, ja. Und also weil du vorher auch gesagt hast, das ist ja so, was nicht für den Kunden ist, es hat ja schon auch manchmal was damit zu tun, vielleicht auch in Richtung mehr Wartbarkeit, ne? Und genau. auch in Richtung technische Schulden, da auch ein bisschen mehr Heilung zu bringen, ne? Was ja natürlich schon die Zukunftsperspektive auch von der Software einfach auch darstellt. Ne? Ja, total. Also die Beispiele, die ich gerade hatte, die waren ja vor allem manuelles Testen oder auch teilweise automatisiertes Testen. Und je mehr man sowas vereinfacht, je mehr wird das natürlich auch genutzt. Und allein dadurch hat man, ich habe jetzt vorhin immer schön mit Zeit und Entwickler und Tester in glücklich Happiness argumentiert, aber ja, durch sowas erreicht man natürlich auch genau bessere Qualität. Allein dadurch, dass man es einfacher macht, was zu testen. Ja. Und ich glaube noch was anderes, was ja heutzutage auch wichtig ist, wenn du den Tester, den Entwickler und deine Business Analystin happy machst, dann haben die auch Bock auf den Job, bleiben länger da, sind freudiger und wechseln nicht den Arbeitgeber. Ne? Also das ist natürlich auch etwas, was ja eine gewisse Attraction einfach auch hat. Ja. Also auch da, genau wie du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Grund war, aber es hat bestimmt dazu geholfen, dass wir super Stimmung im Projektteam hatten. Ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen. Also ja, super klasse. Danke, Lars, dass du uns mal da so ein bisschen auf diesen Fokus gebracht hast. Ich fand es immer spannend, auch nochmal mitzudenken, weil ich bin auch so ein heimlicher Optimierer von Dingen und mache das total gerne. Und das mal auch ein bisschen präsenter zu machen, wie wertvoll das eigentlich ist, finde ich ganz schön, da einfach Einfachheit zu schaffen und eine Developer-Friendliness oder Team-Member-Friendliness zu schaffen, finde ich echt klasse. Ja, genau. Und das Schönste daran, das hat man vielleicht an den Beispielen gerade schon ein bisschen mitgekriegt, das ist absolut keine Rocket Science und das ist auch nicht viel Aufwand. Man braucht eigentlich nur die Ideen. Ja, genau, so ist es. Und die kriegt man ja auch relativ schnell, glaube ich, aus dem Team raus, ne? Weil das sind die Sachen, wo die alle sagen, die mit den Augen rollen im Meeting und sagen, oh, nicht schon wieder der Mist. Ne? Das sind die Sachen, wo man ran kann. Ne? Ja. Lars, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Vortrag morgen. Sehr gerne. Und jetzt noch viel Spaß im Abendprogramm und dann, was alles noch kommt. Ja, vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao.